Hallo, ich bin Timo von Paulimod. Beim heutigen Video geht es um die klassischen Fehler, die man beim Bedienen von einer Drehbank machen kann. Zu den Fehlern gehören beispielsweise falsche Ausspannlängen, eine falsche Spitzenhöhe, Ablesefehler mit der Messuhr oder auch sonstige Kleinigkeiten, die ich jetzt gerne im Einzelnen euch erklären will. Okay, und jetzt sind wir schon beim ersten Anfängerfehler, den man machen kann, wo aber auch Erfahrungen passiert. Und zwar muss der Meißel genau Spindelmitte eingestellt werden. Und wie man das macht, zeige ich euch an unserer PM190V mit der mitlaufenden Zentrierspitze und mit dem Drehmeißel. Es geht auch die original mitgelieferte feste Zentrierspitze hinten im Reitstock. Ich empfehle trotzdem die mitlaufende Zentrierspitze, weil zum Abstützen langer Teile die einfach unverzichtbar ist. So, ich werde jetzt hier den Spindelschutz öffnen, werde den original vierfach Stahlhalter so weit aufschrauben, dass ich ihn schräg setzen kann. Und dann nehme ich hier meinen Drehmeißel, in dem Fall ein rechter Drehmeißel, und spanne den ein. Das ziehe ich jetzt nur lose mit der Hand an. Ich will es euch ja nur zeigen und nicht wirklich zerspanen. Und im zweiten Zug nehme ich hier die mitlaufende Zentrierspitze und führe sie hinten in den Reitstock ein. Reitstock ein Stück raus, noch ein Stück raus und mit einem schönen Schwung geht sie nach innen. Jetzt fahre ich mit dem Reitstock vor, fahre hier mit dem Schlitten vor. Und jetzt sehe ich die Höhe von der mitlaufenden Zentrierspitze zur Schneidplatte und muss die gegebenenfalls korrigieren. Das macht man mit Unterlegsblättchen, beispielsweise von der Fühlermesslehre oder was man eigentlich ansonsten so zur Hand hat und passen würde. Darum ganz wichtig, der Drehmeißel, der sollte immer ein bisschen unter der Drehmitte sein, ohne Blättchen, dass man es unterlegen kann. Weil ist der Drehmeißel zu hoch, dann kann man ihn ja nicht absenken, wie auch. Darum immer möglichst klein, aber nicht zu klein. Jetzt holen wir alles wieder raus. Jetzt erkläre ich euch das auch nochmal. Was genau gemeint ist. Wenn ich jetzt hier genau auf Mitte bin, ist es optimal. Im Zweifelsfall stellt man das immer ein bisschen weiter nach unten ein, dass ein leichter Zapfen stehen bleibt. Aber es sollte nun ganz leichter sein. Was man nie machen sollte, ist ihn zu hoch einzustellen. Weil wenn man den zu hoch einstellt, dann schneidet nicht mehr die Schneide oben, sondern dann drückt die Freifläche. Das merkt man, indem die Bedienkräfte auf einmal erhöht sind, das Werkstück vorne ballig wird und der Freiflächenverschleiß hier ordentlich zunimmt. Das tut quasi im Zeitraffer verschleißen, wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ein schönes Drehergebnis haben und eine lange Standzeit. Darum ist das wichtig. Achtet da bitte drauf. Der zweite Fehler, der passieren kann, ist, dass die Ausspannlänge die falsche ist. Das gilt für den Drehmeißel genauso wie es fürs Werkstück. Wir haben hier beispielsweise eine Bohrstange. Je weiter wir die Bohrstange nach außen drehen, desto instabiler wird sie. Das führt zu Vibrationen. Darum sollte gerade bei einer Bohrstange die Ausspannlänge gerade so tief sein, wie man bohren will, mit einem kleinen Aufschlag, aber nie weiter. Immer nur so weit wie möglich, aber so kurz wie nötig. Ich kann es euch demonstrieren, Trockenübung. Ich gehe hier in das Rohr rein, mache meine Bohrung, drehe sie auf, fahre dann raus und wieder zurück. Würde ich das zu weit spannen, würde das vibrieren. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Rohr. Das Rohr darf auch nicht zu weit ausgespannt werden, weil es sonst anfängt zum Pendeln, es auch Vibrationen gibt und damit eine Zerspanerei nur sehr schwer bis nahezu unmöglich macht. Beim Außendrehen ist es ähnlich, man sollte ihn immer so kurz wie nur möglich einspannen. Das hat genau zwei Gründe. Der erste Grund ist, den maximal möglichen Drehumfang wird damit nur minimal beeinträchtigt und zum Zweiten,
Der Meißel ist stabil und er neigt nicht zum Vibrieren. Hier natürlich wieder aufpassen, dass man es nicht zu weit ausspannt, ganz klar. Und wenn man es weiter ausspannen muss, dann mit einer mitlaufenden Zentrierspitze, was ich euch jetzt gerne an der PM190V zeigen will. So, ich habe jetzt das Alurohr jetzt eingespannt. Zur Demonstration ziemlich weit ausgespannt, ohne abzustützen. Darauf gehe ich jetzt ein. Es ist zu weit ausgespannt. In dem Moment, wo hier eine Kraft kommt, würde es das Rohr verbiegen. Wahrscheinlich würde es schon von alleine unrund laufen. Und um dem vorzubeugen, braucht man eine mitlaufende Zentrierspitze. Die mitlaufende Zentrierspitze wird hier hinten eingespannt. Man fährt nach vorne, klemmt den Reitstock, fährt mit der mitlaufenden Zentrierspitze an und wenn man angefahren ist, klemmt man die Pinole, die Reitstockpinole. Und somit ist das Werkstück sauber abgespannt. Jetzt können wir in dem uns zur Verfügung stehenden Verfahrweg bearbeiten. Ich kann jetzt hier arbeiten. Die Schnittkraft geht aufs Teil. Es kann sich aber nicht wegdrehen, weil das hinten sauber geführt ist. Man sagt, dass man als Faustregel Durchmesser mal 6 benötigt eine mitlaufende Zentrierspitze. Das ist aber so ein In-etwa-Wert, den man selber nochmal mit seinem kritischen Verstand hinterfragen sollte. Bei manchen dünnwandigen Teilen braucht man es vorher, bei irgendwelchen dicken Brummern braucht man es erst später, aber das ist so in etwa die Daumenformel. Die Bohrstange sollte nur so weit ausgespannt werden, wie man unbedingt ausdrehen will, nicht länger. Wenn man die zu weit ausspannt, nimmt die Gefahr, dass sie zum Vibrieren anfängt, auch zu und das wollen wir nicht haben. Darum wird die Bohrstange einfach nur so weit rausgefahren, wie es unbedingt nötig ist zum Bohren. Das heißt, Bohrtiefe plus ein bisschen ein Sicherheitsaufschlag, weil wenn wir es zu weit ausspannen, fängt die auch zum Flattern an, beziehungsweise zum Vibrieren und das macht sich mit dem negativen Drehergebnis bemerkbar. Und darum, so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig. Man sieht hier an dem Alurohr, es ist jetzt hier ein Rohr, könnte auch eine Bohrung sein. Mit dem Drehmeißel bringt man das eben auf das gewünschte Maß. Und es sollte nicht tiefer reingehen, wie es unbedingt sein soll. Ein weiterer Fehler, der passieren kann, sind die falschen Schnittwerte. Das möchte ich euch hier in dem Beispiel erklären. Wir haben hier eine Alustange, Rundmaterial. Und das ist Alu. Und je weicher das Material, desto höher die Drehzahl. Der zweite Faktor ist der Außendurchmesser. Je größer der Außendurchmesser, desto geringer die Drehzahl. Desto geringer der Außendurchmesser, desto höher die Drehzahl. Und das sind die beiden Faktoren. Und um da die richtige Drehzahl ausmitteln zu können, muss man A wissen, was man überhaupt für Material hat und B sollte man eine Tabelle aus dem Tabellenbuch benutzen, wo die ganzen Schnittgeschwindigkeiten geschrieben sind, die man dann auf die Drehzahl umrechnen kann. Zu niedrige Drehzahl gibt eine Aufbauschneide, gibt eine unschönere Oberfläche. Zu viel Drehzahl tut dem Werkstück und dem Werkzeug auch nicht gut, weil dadurch auch nur eine unnötige Hitzeentwicklung entsteht und die Maschine quasi mit zu großer Last fährt. Im Prinzip ist eine höhere Drehzahl zu bevorteiligen, aber im Normalfall sollte man eigentlich schon immer schauen, dass sie im optimalen Verhältnis steht, dass man aus der Tabelle rauslesen kann. Was wir jetzt hier haben, wir haben hier jetzt den Meißel. Zu der Schnittgeschwindigkeit kommen noch zwei weitere Faktoren, die direkt miteinander zusammenhängen, aber im konventionellen Drehen fast schon zu vernachlässigen sind. Das ist A, die Vorschubgeschwindigkeit. Vorschubgeschwindigkeit heißt der Vorschub, mit dem ich auf dem Meißel an der Oberfläche entlang fahre, der muss der Drehzahl entsprechend angepasst werden. Ich habe schon gesagt, mit einer höheren Drehzahl und weniger Vorschub kriegt man eine glänzigere Oberfläche hin. Darum ist eine höhere Drehzahl beim Schlichten okay. Beim Schrubben halte ich es jetzt für weniger optimal. Da sollte man sich schon im idealen Bereich bewegen. Der Vorschub ist also das eine. Und der Vorschub richtet sich natürlich auch nach der Schnittgeschwindigkeit.
Weil je mehr Vorschub ich gebe und je langsamer das Teil ist, desto schwerer wird's, desto mehr Kraft muss ich aufwenden, desto schwächer ist die Oberfläche. Das Zweite ist natürlich nicht nur der Vorschub, sondern auch, was stelle ich zu. Die Zustellung selber sollte immer so gewählt sein, dass man noch sauber und locker arbeiten kann. Wenn man merkt, es geht ein bisschen besser, wenn man ein bisschen weiter rausnimmt, dann sollte man einfach ein bisschen weniger zustellen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich möchte jetzt schrubben, ich möchte jetzt mehr zunehmen und nehme dann in Kauf, dass es ein bisschen schwerer wird, kann man auch ein bisschen mehr zustellen. Das ist aber ein reiner Erfahrungswert, den man selber rausfinden muss, wo der Faktor Mensch, Faktor Werkstoff, Faktor Werkzeug und der Faktor Maschine im Gesamtbild gibt. Das ist halt die sogenannte Erfahrung, auf die man sich hinarbeiten muss, wo man wirklich nur theoretische Tipps geben kann, aber das in der Praxis selber zu suchen hat. Ein typischer Anfängerfehler oder auch ein typischer Fehler, den viele Erfahrene machen, ist, es muss ganz schnell gehen und man nimmt das falsche Werkzeug. Ganz klar, mit einer Bohrstange ist man natürlich in der Lage, außen abzudrehen. Das geht irgendwie. Aber genau das ist ja das Problem. Irgendwie wollen wir nicht haben. Wir wollen ja ein gutes Ergebnis haben. Darum nimmt man zum Beispiel zum Außenabdrehen keine Bohrstange, sondern einen Außendrehmeißel. Der Außendrehmeißel ist stabiler, er lässt sich sauber einspannen. Und damit kriegt man eine ordentliche Fläche hin. Zweite, was man noch beachten muss, ist natürlich auch in dem Fall die Wahl von den Wendeschneidplatten. Hier haben wir eine Titanhydrid-beschichtete Wendeschneidplatte, weil es quasi ein Allrounder ist. Mit der gehen Kunststoffe, Aluminium, Stahl oder auch Edelstähle. Wobei man sagen muss, bei Edelstahl haben sie nicht ganz so eine hohe Standzeit. Standzeit heißt Verschleiß. Sie verschleißen schneller. Und bei Aluminium, Kunststoffen geben sie zwar eine schöne Oberfläche ab, aber mit ein bisschen Know-how kriegt man eine bessere, wenn man dort eine andere Platte benutzen würde. In dem Fall eine aka polierte. Arbeitet man nur mit Edelstahl oder auch mit Stahl, dann würde eine Titan-Aluminium-Nitrid beschichtete Platte besser passen. Die wiederum hat allerdings auch den Nachteil, dass man mit der dann kein Aluminium, kein Messing, kein Kunststoff bearbeiten kann, weil die Platte einfach von der Geometrie her zu stumpf ist, um die hohen Kräfte aufzunehmen und auch zu hart beschichtet ist. Das heißt also im Klartext, man muss immer den richtigen Schneidstoff für den richtigen Werkstoff haben. Und als Allrounder bieten wir hier die Titanhydrid beschichteten Platten an. Gehen wir jetzt hier beispielsweise auch auf HSS. Ich habe hier die Bohrstange geholt, der man einen Inneneinstich machen kann. Vorteil von der Bohrstange ist, von dem HSS, was übrigens Schnellarbeitsstahl heißt, man kann es individuell anpassen. Das heißt, ich kann mir das so zurechtschleifen, wie ich will. Und es funktioniert bei Kunststoffen, es funktioniert bei Buntmetallen, Aluminium, Messing, aber nicht bei Stahl. Bei Stahl ist es wieder so, dass die Härte von dem Schnellarbeitsstahl, von dem HSS und die Härte vom Stahl so nah beieinander sind, dass das sehr schnell ausstumpft. Und wenn man dann merkt, dass es nicht schneidet und man versucht es mit Gewalt zu machen, fängt irgendwann mal was zum Glühen ein und es fliegen dann leichte Funken. Also es macht absolut keinen Sinn. Darum ist es auch da wichtig, richtiger Werkstoff zum Schneidstoff und dazu auch noch im richtigen Werkzeug zu benutzen. So, was jetzt auch noch ein Thema ist Messen mit einem Messschieber oder mit einem anderen Messwerkzeug. Da kann man auch einige Fehler machen. Beispielsweise der Klassiker, während man so schaut, was passiert, hat man die ganze Zeit den Messschieber in der Hand. Minutenlang die Wärme von der Hand geht in den Messschieber über und damit wird das Messergebnis verfälscht, weil die Handwärme selber den Messschieber zum Ausdehnen bringen. Das sind zwar nur wenige Hundertstel, aber sie sind vorhanden und es summiert sich. Anderes ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Messschieber nicht in der Hand hat, sondern wenn man ein Werkstück bearbeitet und das Werkstück warm wird. Man nimmt ein warmes Werkstück, das so warm ist, dass man es kaum in der Hand halten kann und nimmt einen kalten Messschieber, dann stimmt es auch wieder nicht. Das heißt, es ist darauf zu achten, dass das Messwerkzeug, in dem Fall der Messschieber, und dass das Werkstück ziemlich auf dem gleichen Temperaturlevel ist, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben. Was auch noch ein Punkt ist Ablesen und Bedienung vom Messwerkzeug.
Wenn ich jetzt dran stehe und das hier verkante, zeigt es mir natürlich einen anderen Wert an. Darum muss man immer achten, dass es sauber anliegt. Was da natürlich noch eine tragende Rolle spielt, ist eventueller Schmutz an den Messschenkeln oder am Werkstück. Darum das Werkstück säubern. Und wie ich auch schon in einem anderen Video mal gezeigt habe, reinigt man die Schenkel am besten, indem man ein Stück Papier dazwischen nimmt, das einfach rauszieht. Ihr seht, die Striche sind der Schmutz, die Messschenkel sind sauber. Somit habe ich ein optimales Ergebnis. Wenn ich das ablese, dann immer von oben. Wenn ich das seitlich ablese, dann ändert sich der Wert, sogenannte Parallaxe. Darum immer sauber ablesen und immer dafür sorgen, dass man sauberen Kontakt hat. Hier außen ist es relativ einfach, aber hier bei dem Rohr sieht man zum Beispiel, wenn ich den Innendurchmesser messen will, dass hier ein Grad ist. Wie will ich da sauber messen können? Das geht einfach nicht. Ich gehe hier rein und ich stoße hier am Grad an, was unmöglich ist. Darum, wenn ich das messen will, entgraten, dass es eine saubere Fläche ist. Und hier kann ich dann sauber eine Messung durchführen. So, was auch noch ein weiteres wichtiges Thema ist, ist die Maschinenpflege. Eigentlich sollte es ja klar sein, dass man immer nach dem Drehen gleich die Maschine putzt, von Spänen befreit. So kann man natürlich vermeiden, dass beispielsweise Späne nach unten fallen und sich zwischen Bettschlitten und zwischen Prismenbett einklemmen und da Schaden anrichten können. Ganz klar, hier ist es gehärtet, aber trotzdem sollte nicht sein. Und zum Zweiten, es ist natürlich auch so ein Faktor, so ein Wohlfühlfaktor. An einer sauberen Maschine arbeitet man viel lieber als an einer verranzten, dreckigen. Darum immer danach gleich sauber machen mit einem Pinsel, beispielsweise irgendwie aus dem Discounter, so ein großer, kann man auch die ganzen schönen Ecken rauspinseln und sauber machen. Was ist danach noch Schmierung? Schmierung, da reicht's eigentlich, wenn man da ein WD-40 hat, irgend so ein Konservierungsmittel wie Caramba oder ähnliches, mit dem man hier einfach das Bett einsprüht, damit es eine schöne Schutzschicht ist, damit es nicht rosten kann. Schmieren sollte man vor allem hier, in dem Fall die Leitspindel, indem man den Federschutz seitlich wegzieht, mit einem Pinsel und mit ein bisschen Fett, die schmiert. Danach mit dem Bettschlitten vor und zurück fährt, dass sich alles schön verteilen kann. Und dann ist es auch hier in Ordnung. Was man jetzt zum Beispiel auch noch machen muss, sind in dem Fall mit dem mitgelieferten Ölkännchen die Öler abschmieren. Ich persönlich nehme da immer irgendein Motoröl, das jetzt beim Ölwechsel übrig geblieben ist, fülle dessen Finger hoch ein und drücke dann die Kugel nach unten, um Öl einfließen zu lassen. Das mache ich an allen Ölern, den die Maschine hat, wie hier am Reitstock, hier an der Leitspindel, oben am Planschlitten, Bettspindel. Es gibt so einige und schaut da bitte in die Bedienungsanleitung, wo die genau sind. Man muss es jetzt nicht übertreiben mit dem Ölen, ein guter kleiner Schuss Öl reicht da vollkommen aus. Was noch wichtig ist, hier bei der PM190V nicht der Fall, wenn ihr eine Getriebemaschine habt, die ein Vorschubgetriebe hat oder ein Bettschlitten, der einen Vorschub hat und dort auch im Ölbad läuft. Immer Ölwechsel machen, auch wieder ganz wichtig, nicht das teuerste und das beste Öl holen, sondern das richtige. Das ist ein Getriebeöl, SAE 80, SAE 90. Das kriegt ihr bei jedem Autoteilehändler oder auch bei irgendwelchen Discountern, wenn sie irgendwelche Sonderaktionen haben. Ganz einfach, für ein günstiges Geld. Teuer ist da nicht gut, im Gegenteil, das sind nur ganz, ganz einfache Getriebe, gerade verzahnt. Da geht es der Schmierung nur um der Schmierung selber. Könnt ihr locker sparen, ohne dass ihr da irgendwie einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer oder sonst was habt. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass ihr es regelmäßig macht. Und ihr merkt, was wichtiger ist, dass ihr halt einfach regelmäßig wartet und dass ihr die Maschine auch sauber haltet von Spänen etc. etc. Dann habt ihr eigentlich eine lange Freude und vor allem auch gute Drehergebnisse, auf was es ja letzten Endes auch ankommt. Was jetzt noch zu erwähnen ist, hätte ich jetzt schon vergessen, Asche auf mein Haupt, die Spindeln sollte man auch ab und an mal
mit Mehrzweckfett schmieren, indem man beispielsweise ganz zurückfährt, bis man die Spindel sieht. Wie hier zum Beispiel. Da sieht man schon ein bisschen die Schmerze. Hier kann man jetzt bei der Maschine zum Beispiel ganz einfach mit einem Pinsel von hinten reingehen, kann von hinten einen richtigen schönen Schmierenstrich ziehen und dann einfach mal vor und zurückfahren. Was zum Beispiel auch funktioniert bei der PM190V ist, dass man hier die Spindel von unten anschmiert. Auch wieder ganz nach vorne drehen. Man kann sie schmieren, man kann reinspritzen mit irgendeinem Karamba oder so. Ich bin dann eher der Freund von Fett, aber mit Fließfett würde es auch gehen. Und dann kann man hier es auch wieder durchs Drehen verteilen. Was auch noch ein möglicher Fehler sein kann, wenn man nicht darauf achtet, ist Demontage Backenfutter und Montage Backenfutter. Das erste, wenn ihr das Backenfutter demontiert, nehmt immer ein Holzbrett, so wie hier, legt es drunter, bevor ihr hinten die 3 Schrauben löst. Mit einem Hammer, Kunststoffhammer oder einem Schonhammer, irgendeinem anderen weichen Hammer, kann man dann hier mit Hammerschlägen draufhauen, dass sich das Backenfutter löst. Wird es euch aus den Fingern entgleiten, wird es nicht gleich auf das Bett prallen, sondern auf das Holz unten. Nichts passiert, wahrscheinlich tut es nicht mal den Fingern weh. Wenn ihr es wieder montiert, bitte darauf achten, das Backenfutter ist zur Spindel markiert. Man sieht es hier an der 0 und dort an der 0. Die Position ist die Position von den 3 Möglichkeiten, die man hat, wo der Rundlauf am genauesten ist. Das wird im Werk für euch ausgemittelt und entsprechend markiert. Darum acht bitte drauf, dass die beiden Markierungen immer gegenüberstehen. Ansonsten gibt's Rundlauffehler, die übertragen sich natürlich aufs Werkstück und damit aufs Drehergebnis, was man nicht haben will, vor allem wenn man beispielsweise Passungen dreht. Das Thema mit auf die Finger fallen lässt uns natürlich auch wieder zu einem weiteren Fehler kommen, PSA. Darum bitte keine Handschuhe anziehen, aber immer eine Schutzbrille, wenn ihr zerspannt. Es fliegen Späne durch den Raum und wenn die Späne ins Auge kommen, die wachsen nicht mehr nach. Darum immer auf eure Sicherheit achten, immer eine Schutzbrille anhaben, immer ohne Handschuhe arbeiten und auch relativ eng anliegende Kleidung haben. Weil wenn man jetzt einen weiten Pulli hat oder zum Beispiel die Haare nicht zu einem Zopf zusammengebunden, Maschinen kennen keine Gnade, die ziehen euch rein. Bei so einer Maschine ist es natürlich so, dass die Verletzungen sich im Rahmen halten würden, aber ich will nicht wissen, wie schwer sie trotzdem sind und ihr wollt es auch nicht wissen. Darum immer mit dem Kopf arbeiten und das Wichtigste ist mit Ruhe. PSA steht für persönliche Schutzausrüstung. Damit meint man Arbeitsschuhe, eine Schutzbrille, ein Haarnetz oder Arbeitskleidung beispielsweise. So, und jetzt eigentlich zu guter Letzt natürlich noch ein Tipp, der eigentlich kein Tipp sein sollte. Bedienungsanleitung. Bitte lesen. Da drin stehen die Möglichkeiten von der Drehmaschine ganz genau drin. Alles, was ich jetzt angerissen habe von der Maschine, steht hier ganz genau drin. Wartungsintervalle. Auch andere Dinge beispielsweise, wie klemmt man einen Bettschlitten, wie dreht man jetzt den Oberschlitten zum Kegeldrehen. Es ist hier alles wirklich fein säuberlich und sehr, sehr gut beschrieben. Damit erkennt ihr den Wert von eurer Drehmaschine, erkennt ihr, was ihr machen wollt und wie ihr dorthin kommt. Sein Werkzeug, sein Werkstoff und seine Maschine zu kennen, ist das A und das O, um ein gutes Ergebnis abzuliefern. Ganz klar. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt natürlich, die jetzt noch tiefer gehen sollten, wie hier in der Bedienungsanleitung zu lesen ist, könnt ihr uns gerne über unseren telefonischen Support erreichen oder uns eine E-Mail schreiben. So, jetzt sind wir am Ende von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt haben wir so im Wesentlichen gemerkt, was man falsch machen kann und wie man es richtig macht, auf was man zu achten hat. Und wenn ihr irgendwie selber irgendwelche Wünsche habt, dass ihr jetzt einfach sagt, ich möchte mal das erklärt bekommen oder das soll mir mal gezeigt werden,
Bitte schreibt es unten in die Kommentare, gebt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat und lasst uns teilhaben an dem, was euch so beschäftigt. In dem Sinne, wer gut pflegt, der gut fährt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss miteinander.